Hallihallo Leute, zurück bei Aeronite 2019 befinden wir uns wieder auf dem Testserver und schauen uns an, wie sich Cloak und Dagger zusammen mit den drei Charakteren aus dem Shadowland-Verein in DD4 rumprügeln. Ja, wie schon erwähnt, befinden wir uns auf dem Testrealm. Ähm, Die Charaktere sind alle Level 85, aber haben auch nur 4 rote Sterne, 7 Yellows. Ja, ob es sich lohnt, die Charaktere zu bauen für DD4 oder nicht, das will ich gleich mit euch in Erfahrung bringen und darum starten wir direkt. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Also, wir befinden uns in den City Notes und ich mache das wie gehabt. Ich sage euch die korrekte Kill-Order an, werde aber darauf verzichten, euch zu sagen, wer die Specials und die Ultis macht. Das seht ihr hier unten auf der linken Seite. Und wir starten einfach mal. Die Kill-Order für diesen Fight sieht eigentlich ganz einfach aus. Wir killen Proxima und Nobu, machen dann Corvus, die Hand Archer und Mordo platt in der Reihenfolge. Wir wollen versuchen, auf Corvus möglichst viele negative Effekte zu haben. Da wir den Stun nicht haben wollen, kriegt Proxima erstmal einen App-Block von White Tiger. Der nicht geklappt hat. What the hell? Immer noch nicht. Egal, wir DPSen jetzt einfach munter drauf los. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, was der macht. Entfernt alle positiven Effekte. Das brauchen wir auf Corvus, weil er Offense Up hat. Das wollen wir weghaben. Und ja, DPS, FTW. Wir schießen Proxima aus dem Leben. Und wir sehen jetzt an der Stelle schon, dass der Vorteil der beiden neuen Charaktere ist, dass die sehr, sehr viel mit negativen Effekten arbeiten und ja, mit diesen negativen Effekten das gegnerische Team ziemlich lahmlegen. So, das war jetzt die Ultimate. Auf dem Testserver sind noch nicht alle Animationen vorhanden. Auf dem Real-Server wird das dann wahrscheinlich der Fall sein. Und ja, das war relativ einfach. In der Welle 2 ist das Primärziel Black Widow und danach SG, also Squirrel Girl. Mal schauen, wie wir uns hier schlagen. Dann Slow drauf. Jetzt die Ultimate von Dagger genutzt. Ihr seht halt dann sofort die ganzen Reds auf der gegnerischen Seite auftauchen. Jetzt brauche ich gerade keine Entfernung von positiven Energien, Effekten. Ich möchte den Assist haben, um Squirrel Girl möglichst noch, bevor sie an der Reihe ist, wegzuschießen. Hat hervorragend geklappt. Und ja, jetzt muss ich mal eben gucken. Proxima ist wieder da. Haben wir ja schon in den letzten Notes gelernt. Wir versuchen immer Charaktere, wo wir gelernt haben, dass wir die nicht wollen, sobald sie spawnen, sobald sie wieder da sind, dann halt auch direkt zu removen. Sprich, jeder Charakter, der schon mal von uns in einer Not getötet wurde, der wird auch sofort wieder getötet. Ich liebe diese Assist-Mechanik, auch mit dem Verwunden drauf. Richtig klasse. Oh. Das war jetzt noch der Nobo-Effekt. Der hält natürlich ewig lange an. Aber wir kriegen Proxima noch ein zweites Mal removed. Das hat super funktioniert. Müssen wir mal schauen. Lebenspunkte technisch sehen wir auch gut aus. Die Nachtschwester macht da wirklich einen herausragenden Job jetzt unterdessen. Und ja, Crystal ist unser nächstes Ziel. Der Tank steht im Weg, deswegen White Tiger drauf. Kriegt Speed durch den Kill. Und ja, hier Gegner. Ich hebe mir die Ulti von Cloak einfach mal auf. Die werden wir dann gleich in der nächsten Note zum Start verwenden. Auch hier die Ultimate. Ich gehe einfach mal auf Standard, also auf Basic-Attacken.
bis in den nächsten Turn. Das sollten wir ohne Probleme geregelt kriegen. Ja, die Kill-Order hier zum Schluss macht jetzt auch keinen großen Unterschied, weil wir nicht erwarten müssen, dass irgendeiner der verbleibenden Gegner jetzt dramatisch eskaliert. Ja, also ich muss schon sagen, mit dem Team, was ich hier zusammengestellt habe, viel, viel einfacher. Ja, jetzt weiß ich ja, was passiert. Warum das mit dem Zerrütten nicht klappt, dann kann ich auch quasi so spielen. Ich werde jetzt ein bisschen die ultimativen Fähigkeiten anders einteilen. Also ich werde nicht die von Cloak nehmen. Ich mache die von Dagger ziemlich sicher. Vielleicht mal gucken, wie es läuft. Ja, zack, damit ist Hawkeye schon mal raus. Wir haben gesagt, wir nehmen als nächstes Groot, um die ganzen Fähigkeiten nicht zu verlieren. Das sollte safe gehen mit White Tiger, hat geklappt. Danach geht es weiter mit Gamora. Wir ziehen da die Basics durch. Auch das sieht easy aus. Und Spider-Man hat sich im Prinzip also nichts verändert. Den Heal habe ich mir jetzt nochmal aufgehoben, weil der war vorhin ja auch nicht zwingend nötig. Einfach ein bisschen weniger lazy spielen und ein bisschen konzentrierter jetzt die ganze Sache angehen. Dann ist das, glaube ich, immer noch ein guter Showcase für das Team, was ich da zusammengebastelt habe. Ja, die verwundeten Effekte, die gehen gar nicht weg quasi. Das ist echt brutal. So, er hat die Ulti wieder ready. Soll ich mal schauen. Das war kein Treffer. Jetzt haben wir es. Das war völlig uninteressant für uns. Das hat leider nicht geklappt. Ach Mensch. So. Bleibt diesmal noch Namor übrig. Jetzt habe ich Vision vorher gemacht. Hatte ich vorhin andersrum. Das ist relativ egal. Wichtig ist, dass wir gleich Rescue removen. So schnell wie möglich. Und dafür habe ich 3 Ultis, glaube ich, dann bereit. Hier. Und ja. Dann hoffen wir mal, dass nicht gleich wieder jemand stirbt. Erste Ulti. Die brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Jetzt. Und. Oh, Rhino hatte Blind. Hat keinen Spot gekriegt, also egal. Jetzt ist der Spot drauf. Und jetzt. Hat es geklappt? Nicht ganz. Gut. Müsste alle Effekte verloren haben. Passt. Jetzt müsste der Heal auch kommen. Genau, Greater Heal von Night Nurse. Und jetzt machen wir hier einfach Schluss. Und hauen alles weg, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Graviton ist gerade reingeflippt. Den brauchen wir auch nicht auf dem Board. Für mich aktuell noch höhere Prio haben aber die Lowlives. Um dass die sich nicht nochmal vollreggen, werde ich die jetzt noch schnell runter DPSen. Ich habe jetzt eh kein Burst Damage mehr am Start. Das heißt, Graviton kann mir keinen besonders großen Schaden oder wird mir so oder so Schaden zufügen. Und es ändert jetzt nichts, ob ich ihn die 2-3 Attacken machen lasse. Oder ob ich ihn behake und dafür 3 andere kassiere. Ich glaube, da laufe ich so besser. Okay, passt. Also man merkt auch, dass Deathpool in dem Team halt schon wichtig ist, um kontinuierlich die Energie wieder zu refreshen. Aber ja, Miethelden hatten an der Stelle hier schon ganz, ganz große Probleme. Spannend wird es nachher in der 3. Note, im Boss Note, wenn wir gegen die Captain Marvel gehen.
die hat uns ja quasi den Spaß dann letzten Endes mit den Miethelden komplett versaut. Also war nicht nur anspruchsvoller, das war dann einfach unmöglich. Ich lade jetzt wieder meine Abilities mit den Standardattacken auf. An Vision, das ist ganz gut, dass er da auch 2-3 Mal evadet. Habe ich noch höhere Chancen, dass alles ready ist. Und sobald er gedroppt ist, haben wir Graviton dieses Mal als Primärziel. Ja, ist aktuell dann doch der gefährlichste von allen. Und das ist aber dank der ultimativen Fähigkeiten der beiden neuen Charaktere überhaupt kein Problem. Ja, ihr seht, wie ich gerade vorgehe. Es ist Wahnsinn, weil normalerweise töte ich auch relativ spät erst Ebony Maw. Bin gerade sogar am Überlegen, ob ich den vorziehe. Ich hole auf jeden Fall die Charaktere raus, die erstmal offensichtlich den stärksten Einfluss auf den Spielverlauf nehmen. Ach, falsch. Das wollte ich eigentlich auf More machen, um mal zu gucken, was passiert, weil der ist ja schon gigantisch durchgebufft gewesen. Sie kriegt Speed. Sollte sie? Kriegt sie nicht. Egal, hier. Jetzt aber. Ein Kill gewonnen. Crazy shit. Jetzt. So, das ist... Hätte ich gerne vermieden. Ich habe da nicht so viel Angst vor wie mit anderen Teams. Weil sie jetzt doch relativ lange Zeit brauchen, sich wieder aufzuladen. Schön wäre, wenn meine White Tiger das Ganze noch überlebt. Die ist jetzt so gerade Fokus vom gesamten gegnerischen Team. Okay, gab einen Switch. Ich nehme jetzt einen Cable raus, weil der in seiner Ability ja auch wieder verankert hat, die Tempoleiste zu reduzieren. Wow! Okay, das war krass. Unerwartet, deswegen dann doch lieber schnell auf Killmonger gehen. Damit habe ich gerade überhaupt nicht gerechnet. Der hat White Tiger gerade fast mit einer Attacke eliminiert. Aber jetzt ist wieder alles gut. Das war krass. So, die Ultimate hebe ich mir einfach auf. Wir nehmen einfach mal alles mit hier noch in die nächste Wave. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Wave auch genug Zeit dann habe, wieder zu reggen. Ebony Maw nutzt hier die ganze Zeit nur seine Death-Up-Mechanik, also seine Special in jeder Runde. Gute Entscheidung von mir gewesen, konnte ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ja, der macht ja nichts, der will ja nur spielen. Also das bisschen Bleed, was der dann raushaut und den Death-Up, den er gibt, der ist total egal. Also Ebony Maw, Last Target, so wie ich es vorhin meinte, ist es auch genau richtig. Und jetzt, ja, Basic to the End. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und dann sind wir im letzten Drop. Und da kommt schon wieder Graviton. Ja. Gerade wieder gesehen, Special aufs falsche Ziel. Sagt Graviton. Graviton sagt, yo, super geil, danke. Ich wollte die Ability natürlich ziehen auf Rhino. Ich heb mir eine der Ults mal auf für die nächste Wave, weil es ist relativ egal. Wir werden ja sehen, wenn der, also für die nächste Node, wenn ich die Attacke von Captain Marvel überleben sollte, ja, mal rumgesponnen, dann denke ich, dass ich auch den Rest schaffe, selbst wenn mir die Ult von Cloak aktuell fehlen würde. Also das sieht echt hervorragend aus. Ganz, ganz easy runtergespielt.
Die Heroes for Hire hatten die gleiche Konfiguration, also alle 4 Red Stars, alle 7 Yellow und Level 85 und da war ja Land unter. Ich glaube, ich stelle einfach auf Autoplay Standard. Das wird jetzt vermutlich einfacher werden. Ich glaube nicht, dass ich was anderes brauche. Den Monger jetzt rausnehmen. Hatten wir vorhin festgestellt, dass der sehr stark auf einmal abgeht. Muss gucken, dass die Night Nurse nicht verreckt. Ich würde natürlich für euch keine Kosten und Mühen scheuen und wiederbeleben. Aber man kann auch sehr gut sehen, wie ihr es Stain Heal, also das, was automatisch passiert, auf ISO 8 3, Blue 3 passiert. Das reicht dann auch schon für vieles aus. Ja, und der Kampf geht in die letzten Atemzüge. Nice. So, hau drauf. Ja, also, was könnte ich mir vorstellen? Captain Marvel pickt White Tiger, dann ist das eine Katastrophe. White Tiger pickt Moon Knight oder Dagger. Ich glaube, die stecken den Angriff weg. Kann mir echt vorstellen, dass das klappt. Und ich würde es mir verdammt nochmal wünschen. Drückt uns mal die Daumen hier. Ich kann noch was hochheilen. Das mache ich schnell. Bin ganz aufgeregt. Ganz doll aufgeregt bin ich. Weil ich habe natürlich eine riesen Erwartungshaltung jetzt. In Cloak und Dagger. In Kombination. Und jetzt zeigt sich der Wahrheit. Ach so. Das Beste ist, ich bin sogar als erster dran. Kann ich irgendwas machen, was mir was bringt? Offense down irgendwie. Heilblockade. Zumindest gibt es so kein Offense up. Durch die Ability kriegen wir vielleicht noch Offense down drauf. Also ich gehe auf jeden Fall als erstes. Und White Tiger steht die Attacke, Freunde. White Tiger hat es überlebt. Der erste Hit ist quasi völlig obsolet geworden von Captain Marvel in der Not. Jeder, der die Symbionten gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Es war der maximale Hass, den man haben kann. Die komplette gegnerische Seite ist geblindet, dank der ganzen Control-Effekte. Es ist auch scheißegal, ob Jessica Jones jetzt nochmal alle negativen Effekte removed. Schaut euch das an, wie low das gegnerische Team ist. Und auf wie viele Stacks, wie viele verdammte Stacks von diesem supergeilen Verwunden drauf sind. Jeder Schaden, den ich momentan rausholze, ist mindestens um 30% erhöht. Wahnsinn. Also es ist quasi so, als wäre das Team, die beiden Charaktere, das Nonplusultra für DD4, kriegt definitiv mein Prädikat wertvoll. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht nur für DD4 relevant wird, sondern ziemlich sicher auch für Dark Dimension 5 und für jetzt nein, doch noch verreckt. Ronny, hast du irgendwo mal eine scheiß Entscheidung getroffen, weil also der Schaden, der krasse, der kommt nur von Rocket. Wahrscheinlich, wenn ich das Ganze reboote und nochmal neu spiele, dann wird das safe laufen. Aber ich will mal gucken, wie weit wir so kommen. White Tiger steht noch, Night Nurse steht noch. Der Gegner hat nicht mehr so viel am Start. Kann mir ein bisschen die Abilities nochmal resetten. Gucken wir mal, was da passiert. Genau, der haut nämlich auch ganz gut rein, der Sabertooth. Die Ultimate für die nächste Wave wäre auch wieder ready. Das heißt, die von Dagger wäre es dann auch gewesen. Also wäre der Schabernack gerade nicht passiert, von wegen verrecken, dann wäre alles gut gewesen. So, wir haben in der Wave aktuell ja Rescue. Wisst ihr ja. Die wollen wir nicht. Da gibt es viele Blinds auf der gegnerischen Seite. Hier nochmal ein Heal. Wir gehen all in. Schön die Ultis rausholzen. Dann gleich noch die Special hinterher, nur für Schaden. Dann kommt Moon Knight noch an den Start und macht dann noch mehr Reds drauf. Wenn jetzt noch Dagger leben würde, und das wäre bestimmt gegangen mit, ich sag mal, was anderem als nur 4 RS,
dann wäre auch die Note hier schon wieder komplett leer. Ja, jetzt kein Assist natürlich. Auch das hätte gereicht, um Rescue aus dem Schuh zu klatschen. Und die Night Nurse, die heilt kontinuierlich. X23 ist unser nächstes Ziel. Die macht einfach zu viel Autsch. Let's have a look. Okay, passt. Auch egal. Jetzt nicht übertreiben, bitte. So, ihr euch wundert, dass die Animationen noch nicht alle perfekt sind. Das liegt daran, dass ich auf dem Testserver gerade spiele. Und da ist es praktisch so, dass hier auch noch Sachen sich verändern können. Unter anderem können zum Beispiel auch noch Fähigkeiten sich vollständig verändern. Die Werte können sich verändern, die Animation. Die Charaktere wohl nicht, also da wird es wohl so bleiben. Aber der Rest ist noch variabel da im Playtest. Sieht aber erstmal spitzenmäßig aus und weckt Lust auf mehr. Also zumindest auf meiner Seite, weil gerade der letzte Knoten, also ich habe den so gehasst. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den letzten Knoten empfunden habt. Im Stadtbereich ist für mich ähnlich witzig gewesen wie der erste Knoten in der letzte Knoten in Cosmic. Den habe ich genauso gehasst. So. Ja, Star-Lord ist übrigens auch immer ein sehr hohes, wichtiges Ziel. So eine Emma lasse ich oft bis zum Schluss stehen, weil die eigentlich nicht so viel macht. So, Iron Man noch wegnehmen. Wer auch viel Schaden macht, ist Scream hier. Kann man, glaube ich, auch so sagen. Zack. Um am Scream vorbeizukommen, müssen wir auf jeden Fall erst den Soldaten weghauen. Habe ich jetzt gerade die Gunst der Stunde genutzt, weil der Security hatte ein zerrüttet, ein Disrupt drauf gehabt, sodass er nicht spotten konnte, als der Soldat unter 50% gedroppt ist. Dann ist der nächste Step jetzt den Soldaten wegzunehmen. Oh, ich hoffe, es wird kein 3-Shot. Ich wollte eigentlich schon das Video schnell beenden. Es wird ein 3-Shot. Ja. Mehr Red Stars. Kann ich hier leider nicht herzaubern. Bereitet. Jetzt muss ich hier nochmal kurz den Rest aufräumen. Mal schauen, ob das so easy geht wie gerade eben. Müsste wahrscheinlich aber so sein. Dann versuche ich auch gleich nochmal die Ultimates mit in die nächste Wave zu ziehen. Ja. Ich glaube, meine Night Nurse stand vorher da, wo der Moon Knight steht. Macht, glaube ich, den Kohl jetzt nicht fett. Es sieht schon ein bisschen so aus, als ob der Schaden insgesamt geringer ist. Aber das war gut. Hab nichts verloren. War auch nichts gewonnen, aber... Komm, Zusatzattacke, genau. So, wer wird blinded? Ja. Dagger hat natürlich nicht diesen Bonus. Wenn es jetzt Night Nurse gewesen wäre, die White Tiger angegriffen hätte, dann wäre es cool gewesen. So ist es natürlich dann schon eine enge Kiste, wenn der Dagger auf einmal draufhaut. Die hat wirklich viel Burst-Schaden. So, die Ults sind gleich alle ready. Und ich glaube, meine White Tiger wird die Runde nicht überleben, so wie es aussieht. Ja,
Also insgesamt ein klein wenig weniger stabil, kann jetzt auch mit der Abfolge der Skills zu tun haben. Muss man sich halt darauf einrichten, vielleicht etwas genauer zu spielen oder aber ja halt eine normale Zeit an Wiederbelebung halt zu haben. Dürft halt nicht vergessen, das ist auch alles schon immer noch eine ganz andere Kiste. Also selbst wenn man für diese Wave, und das ist kein Spaß, 10 oder 20 Shots braucht, dann ist es völlig normal. Ich habe bei der Wave damals irgendwas um die 30 gebraucht. Die Leute, die schneller gespielt haben als ich, also ich sag mal, ich war Top 180 oder so mit dem Beenden der Instanz. Und es gab aber Spieler, die waren weit darunter, also die waren schneller als ich. Und die haben 44 Shots gebraucht, 50 Shots. Ja, ganz ehrlich, macht euch da bitte jetzt nicht nervös, nur weil das nicht direkt alles im ersten Treffer geklappt hat. So, jetzt müssen wir einmal zurück, weg nach Basic. Und jetzt versuchen wir mal, das ist hier auch immer so eine Knackpunkt-Situation, aber die Lebenspunkte, schaut euch das an, wie die wegschmelzen. Ja. So, und sie steht den Angriff einfach. Sie hat ihn komplett ignoriert und wir können ganz entspannt, in Anführungszeichen, sagen, selbst wenn auch dieser Try nichts geworden wäre, ja, die Lebenspunkte der Gegner sind quasi nicht mehr existent. Und ich kann hier jetzt sogar relativ schnell Charaktere rausnehmen, an die ich nicht mal gedacht hätte, wenn das nicht auf dem, wenn das nicht mit den neuen Charakteren gewesen wäre. Muss mal gucken, nicht, dass der Black Panther da gleich abzwitschert. Ich komme an der dusseligen Miss Marvel nicht vorbei, weil immer ein anderer Charakter ganz plötzlich unter 50% gedroppt ist. Sodass ich konnte weder mich um Jessica kümmern, noch den Panther. Ja, jetzt ist halt der Vorteil von Black Bolt. Aber es ist völlig egal, guckt euch das an. Also wenn ich jetzt hier nochmal wiederbelebe, resette, dann komme ich rein in eine Wave. Sage erstmal herzlichen Dank, dass das so easy geklappt hat. Ja. Spitze. Da konnte ich mir aussuchen, wer als erstes losgeht. Entweder Black Panther oder Captain Marvel. So. So, also alle Knackpunkte durften wir jetzt durch haben. Black Panther ist jetzt halt noch die nächste Hürde, die wir nehmen müssen. Die beiden X-23 plus die Jessica Jones sind schlicht und ergreifend lästig. Aber ich glaube, das ist jetzt machbar. So. Hier macht es vielleicht auch manchmal Sinn, einfach die Basic zu verwenden, anstatt die Ultimate von YD. Alter, was stimmt mit diesem Black Bolt nicht, ne? Sind nur noch 4 Charaktere. Ich hatte gerade echt überlegt, nochmal abzubrechen. Aber ganz ehrlich, macht das jetzt. Ich glaube sogar im Autofight fertig. Ja, geil. Hätte ich ein bisschen besser gespielt, wäre wahrscheinlich einmal wiederbeleben weniger drin gewesen. Das heißt, wenn ihr hier reinmarschiert, wahrscheinlich auf Level 75 oder 80, ich weiß jetzt nicht, was die Anforderung genau war. Und wenn ihr die beiden Charaktere, die hier noch stehen, habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann seid ihr gut vorbereitet und werdet, genauso wie ich gleich, einen tollen Erfolg bekommen. Tada!
fertig. Und ja, viel Spaß, bis dann.